Hallo zusammen, mein heutiges Thema ist die Leihnummer. Was ist das und muss die jeder haben und wo kann ich die eigentlich beantragen? Das bespreche ich heute mit Jörg. Mein Name ist Thomas Breit, Steuerberater aus Hamburg. Moin Thomas, vielen Dank mal wieder für die Einladung. Erste Frage muss natürlich gleich sein, was heißt Leih? Ist es die Leih, der Leih, das Leih? Also ich würde sagen, die Leihnummer bezieht sich auf Nummer. Ja. Leih ist eine Abkürzung, kommt aus dem Englisch, Legal Entity Identificator. Okay, alles klar. Wer genau braucht das? Ja, ich sag dir, die einzigen, die es nicht brauchen, sind natürliche Personen, Menschen, so wie du und ich. Okay. Aber jedes Unternehmen, das auf dem Kapitalmarkt investiert, also Aktien erwirbt, braucht eine Leihnummer. Sobald es um eine rechtsfähige Gesellschaft geht, also Personengesellschaft oder Körperschaft oder Kapitalgesellschaft, die brauchen das, weil die müssen genau identifiziert werden, ob es sie wirklich gibt. Ist dann die Leihnummer sowas wie eine Steuernummer? Ja, gute Frage. Ist keine Steuernummer, aber es ist natürlich eine Identifikationsnummer. Wir kennen das ja, unsere persönlichen haben wir ja, und das ist so etwas für Gesellschaften, damit die identifiziert werden. Also wo genau gesagt wird, das ist der Firmenname, das ist der Geschäftsführer mit dem und dem Unternehmensgegenstand, die Satzung, alles ist geklärt. Und wenn du das bei der BaFin eingereicht hast, dann kriegst du die Nummer zurück. Also klingt so ein bisschen wie so eine Kontrollnummer. Im Grunde, dass ich wirklich weiß, da geht das Geld hin und die Person gibt's oder das Unternehmen gibt es tatsächlich wirklich. Genau, es ist ein Ausfluss aus der Finanzkrise 2008, wo man eben nicht identifizieren konnte, wer wo irgendwo auf der Welt beteiligt ist und Aktien gekauft hat und ob die Aktien kaufen, ob es diese Person auch wirklich gibt. Und da hat man sich gesagt, man will also insgesamt ein bisschen mehr Sicherheit in den Finanzmarkt reinbekommen. Also das heißt, wir müssen den, der investiert, identifizieren. Dann kann er Aktien kaufen. Das hat dann so einen Doppeleffekt. Wir wissen, wer investiert ist, aber auch worein er investiert ist, haben das also ein bisschen so unter Kontrolle. Insoweit ist es eine gewisse Kontrolle. Aber ehrlich gesagt nur zum Schutze. Ne? Okay, Leihnummer habe ich vorher auch noch nie gehört. Seit wann gibt's das? 3. Januar 2018 ist eine Verordnung gewesen. Also Gesetz tatsächlich? Ja, Verordnung, Europarecht, primäres Recht, ist also sofort an dem Tag unmittelbares Recht für alle Mitgliedstaaten geworden, ja. Du hast vorhin gesagt, man muss die beantragen. Gehe ich da zum Finanzamt oder wo kriege ich die her? Internet, man kann es natürlich einfach nur googeln, Leihnummer. Letztendlich ist es eine Plattform von der BaFin. Ja. Und dann kommt ein Menü und dann musst du eben alle diese Punkte eintragen, ausfüllen. Aber du musst auch die Beweise hochladen. Also deine ganzen Satzungen musst du hochladen, Gesellschafterliste. Ja, Transparenz halt, ne? Transparenz, ne? Okay. Ja. Und kann ich dann als Unternehmen agieren, ohne dass ich eine Leihnummer habe? So, wenn du ohne Leihnummer geht gar nichts. Also wie gesagt, wir natürlichen Personen, wir sind ja identifiziert, wir haben ja auch unsere persönliche Nummer, aber wir könnten das. Ja. Aber die Firmen brauchen diese Leihnummer und ohne Leihnummer können sie nicht mehr am Kapitalmarkt teilnehmen. Okay, also ganz wichtig, die dann zu beantragen. Hast du sowas schon mal gehabt, dass es vielleicht ein Unternehmen gerade erst gibt und dann war die Nummer noch nicht da oder andersrum? Ja, ist natürlich, wenn du jetzt Vermögensverwaltungsgesellschaften hast, über eine Familienvermögensgesellschaften haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Ja, wenn die Gesellschaft beim Notar beantragt wurde, aber noch nicht eingetragen ist, ja, solange die nicht eingetragen ist, kannst du natürlich auch noch nichts identifizieren lassen. Ja, okay. So, wenn sie dann eingetragen ist im Handelsregister, dann kannst du überhaupt den Prozess starten mit der Leihnummer. Ja, dann musst du dort alles eintragen. Und dann kommt es auch drauf an. Also dann habe ich manchmal 2 Stunden nur gewartet, habe die Leihnummer bekommen. Ich habe aber auch Fälle, da habe ich 3 Wochen gewartet. Können die denn überhaupt Transaktionen machen in der Zwischenzeit? Gibt es da irgendwie so eine Übergangslösung oder so? Nein, nichts möglich. Das würden die Banken niemals machen. Okay, also dann warten auf die Leihnummer und dann kann es losgehen. Und wenn man alles wissen will, fragt man den richtigen Steuerberater. Ja, wie Sie in dem Dialog zwischen mir und Jörg gehört haben, jedes Unternehmen, das auf dem Finanzmarkt investieren will, das braucht eine Leihnummer. Das gilt aber nur für solche Investitionen. Für alles andere brauchen Sie selbstverständlich keine. Wenn Ihnen das hier gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren. Dann sehen wir uns wieder. Thanks for watching.